Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem Juni-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Juni gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend? Auf was solltest du achten? Jedoch eventuell, was sollte am besten ganz außer Acht gelassen werden? Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns. Schauen wir uns gemeinsam deinen Juni an. Der Skorpion im Juni 2026, bitte. Es reicht. Oh, es reicht. Dir reicht es. Du erkennst irgendeinen Level, wo du sagst, es reicht. Du bist nicht mehr aufnahmefähig, du bist nicht mehr willenswollens, dass irgendetwas noch belastender wird, beziehungsweise noch weitergeht. Du fasst einen Entschluss. Dieser Entschluss ist sehr, sehr tiefgreifend, hat Folgen, die dir jetzt noch gar nicht so wirklich bewusst sind. Können sie auch nicht, denn es kommt dann Schritt für Schritt. Doch es ist nicht negativ. Im Gegenteil, es ist sehr positiv für dich, lieber Skorpion. Du denkst es vielleicht im Vorfeld negativ oder denkst ja, oh, wow, wow, dann kommt dieses und jenes und damit muss ich mich auseinandersetzen. Hin und her und hin und her. Nein, es wird besser als gedacht, es wird leichter als gedacht. Doch schauen wir uns an, um welche Themen es geht. Wow! Es geht definitiv erst einmal um deine Intuition. Es geht um ein Mutterthema, sei es deine eigene Mutter oder du selbst, falls du Mutter bist. Oder aber, falls du männlich bist, Kinder hast, siehst du vielleicht deine Partnerin in der Mutterrolle anders. Es geht doch nicht nur um die Mutterrolle, die physische Mutterrolle, die psychologische Mutterrolle, sondern es geht um die Mutter aller. Und mit der Mutter aller ist gemeint, du hast nur diese 2 Themenkarten, höchst interessant, wo du doch auch immer ewig viele hast. Mutterthema generell, es gibt auch eine Essigmutter, ja, es gibt auch eine wie heißt eine Schraube oder was die Mutter genannt wird. Also Mutterthema generell, was ist die Mutter von allem? Was ist bei dir die Mutter von allem? Deine Seele bringt dich auf einen Weg. Einen für dich gefühlt neuen Weg. Deine Seele pusht und pusht und pusht und du kannst diesen Ruf nicht mehr länger ignorieren, lieber Skorpion. Es geht, ganz egal, ob du weiblich oder männlich bist, der mir hier zusieht, darum, was du fürsorglich, nährend verhungern lässt. Ja, du hast richtig gehört. Es geht um deine Feinstofflichkeit, es geht um die Verbindung zu allem, was ist. Es geht um Mutter Erde, es geht um den Äther, es geht um Saturn, wie er alles regiert. Wie er vergöttert wird. Es geht um die Annahme. Höchst interessant. Ein Skorpion, ein ganz bestimmter Skorpion, der hier zusieht, darf entdecken, erfahren, dass eine Schwangerschaft im Gange ist. Und es geht auch darum, was du so sehr schützt,
beschützt, was eigentlich gar keinen Schutz benötigt. So, schauen wir uns dein Hauptthema an, unter welchem Stern dein Juni steht. Welches Hauptthema darf dich den ganzen Juni über begleiten? Also dies bitte immer im Hinterkopf behalten, dass es um dieses Hauptthema geht, ganz egal, mit was du dich oder mit wem du dich auseinandersetzt. Es geht, lieber Skorpion, im Juni gar nicht einmal so sehr um deine Innenschau, sondern es geht mal darum, dass du im Außen wahrnimmst. Wirklich wahrnimmst, ohne Projektion deinerseits. Ja, wir haben hier ein Feuerzeichen, insbesondere ein Widder. Falls du mit keinem Feuerzeichen oder keinem Widder verbunden bist, geht es darum, was du aufbauen möchtest, was du bisher aufgebaut hast, was du links liegen gelassen hast und was du aufbauen möchtest. Es geht auch darum, welche Fußstapfen möchtest du hinterlassen. Es geht darum, wem möchtest du ein Vorbild sein? Wem bist du ein Vorbild? Du hast sehr viel Erfahrungen gesammelt. Du bist durch viele Täler und durch über viele Bergketten gegangen. Also lest zwischen den Zeilen. Es geht jetzt darum, wirklich bewusst ein Resümee zu ziehen, lieber Skorpion, zu sagen, was darf gehen, was will ich. Der Juni richtet dich komplett neu aus, ob du es willst oder nicht, ob du bereit bist oder nicht. Auch selbst wenn du in einer Situation bist, wo du dir sagst, hey, es ist eigentlich echt gerade alles easy peasy und ich freue mich und es ist alles bestens, wirst du eines Besseren belehrt werden von deinem Außen, vom Universum, auf das es in eine neue Richtung für dich geht. Es darf etwas hinzukommen bei dir, es darf etwas richtiggestellt werden und ich würde sagen, du schaust genauer hin. Denn du brauchst den Zen-Modus, in diesem Zen-Modus bist du nicht, also wird deine Seele dich dorthin führen, wo du in diesen Zen-Modus kommst. Beginnen wir mit dem Tarot. Es geht auch schlichtweg darum, dass du, der Zen-Modus, stellen wir uns jetzt hier alle mal so einen klassischen indischen Mönch vor, der da im Yogasitz, im Yogaschneidersitz irgendwo am Fuße eines Baumes sitzt mit dem Heiligenschein sozusagen, mit der Erleuchtung. Dort wirst du hingeführt. Ja, jetzt schreien alle Hurra, Hurra. Hurra, Hurra, je nachdem, wo du jetzt stehst. Es geht nicht um Heiligsprechung. Es geht nicht um die Erleuchtung an sich, sondern es geht darum, dass du dich mit deinem Geist verbindest, dass du dich, also Geist ist gleich Verstand, dass du dich mit deinem Höheren verbindest, dass du dich mit deinem Körper verbindest. Sprich, dass du authentisch wirst. Und bleibst. Denn bist du einmal authentisch geworden, geht es gar nicht mehr anders.
beginnen wir mit dem Tarot, lieber Skorpion. Es ist gut möglich, dass das Feuerzeichen, falls es in deinem Leben existiert, dass es so groß ist, so mächtig ist und du dich so klein fühlst, dass das Feuerzeichen dir irgendetwas zu geben oder zu sagen hat, doch du wirst in der grandiosen Energie der Transformation, die du hinter dich gebracht hast, die du abgeschlossen hast, wirst du anders reagieren als sonst, anders antworten als sonst. Denn wir sollen ja antworten und nicht reagieren. Ein Trigger lässt dich das anschauen, was der Ursprung von allem ist. Es ist etwas aus deiner Vergangenheit. Es ist etwas, was dich bis heute festhält. Es ist etwas, wo du gelernt hast, irgendetwas zu vergleichen, irgendetwas zu fühlen, zu spüren und es gleichsetzt mit nicht wertig sein. Dass du es nicht verdienst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht anerkannt wirst, dass das, was du sagst, nicht wichtig genug ist, um gehört zu werden. Der Juni ist für dich der Monat, an dem du dir selbst eine, ja, sagen wir es mal so, eine klare Kampfansage machst, nämlich im positiven Sinne, dass du dir wirklich sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich gehe auf mein Ziel zu, koste es, was es wolle. Es ist nicht so, dass du vor allem um den 13. Juni, ja, 13. Juni ist Stichtag, dass du Tabula Rasa machst mit einem Thema. Es ist schon so, dass du abwächst. Die Angst hält dich. Doch, lieber Skorpion, wir können dir sagen, die Angst hält dich vielleicht für einen halben Tag, für ein paar Stunden. Danach handelst du ganz mechanisch. Denn deine Seele pusht dich zu verändern, was viel zu lange feststeckt. Und wie gesagt, deine Illusionen, dieses und jenes, diese Sorge, diese Angst. Denk drüber nach. Das, worum du dir Sorgen gemacht hast in deinem ganzen Leben, die verschiedenen Themen, davon ist doch sowieso nichts eingetreten. Oder vielleicht nur 0,01%. Richtig? Also lasse dich führen vom Ruf deiner Seele, pushe durch. Du wirst sehen, wenn du Spirit mit einbeziehst, wenn du zu deinem höchsten Wohle handelst, schaffst du es, durchzupushen und wir sagen dir noch was, es gibt kein Zurück. Die Energien, die dir zur Verfügung stehen, man könnte sagen, es sind bereinigende Energien, richtigstellende Energien. Du hast dir sehr, sehr viel Positives zu erwarten, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst. Es darf sich alles zum Guten wandeln, Step by Step. Doch wenn du dich von deiner Angst aufhalten lässt und von deiner Angst lähmen lässt, ist die Erschöpfung garantiert. Es ist die Angst. Es ist das alte Muster, mit dem du dich selbst erschöpfst. Nichts anderes.
Ägypten spielt eine große Rolle, sei es, dass du eine Ägyptenreise planst, dich mit Ägypten an sich beschäftigst. Es kann auch sein, dass du Nachricht aus Ägypten bekommst oder jemanden kennenlernst, der aus Ägypten stammt. Also wie dem auch sei, Ägypten ist für dich ausschlaggebend. Es kann auch sein, dass du Researches machst über Ägypten, über etwas ganz Bestimmtes. Und da, sind es nicht ganz klassisch die Pyramiden, sondern es geht um Symbolik. Und ich denke auch nicht mal um Hieroglyphen. Nein, es geht um eine andere Symbolik. Nutze sie für dich. Nutze sie für dich. Du wirst mit wehenden Fahnen im Juni nach vorne preschen. Es ist wie, als würdest du von höheren Mächten geführt werden. Du wirst hinterher sagen, wahrscheinlich erst im August oder September, wirst du wahrscheinlich erst sagen, wow, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Lieber Skorpion, alles darf sich zum Guten ändern, zum noch Besseren ändern. Deine Geduld, du wirst auch etwas über deine Geduld erfahren, ist keine wirkliche Geduld. Das ist ein Trauma. Wir machen weiter im Extended. Weiterführend Woche für Woche für den Juni. Mehr Details, andere Botschaften, schauen wir, was durchkommt. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Wir freuen uns auf dich, dich gleich wieder begrüßen zu dürfen. Bis gleich. Ciao.